Spektakulärer Diebstahl in Stanton. Technische Probleme von Züge und Shuttles. Seltenes Naturphänomen gesichtet. Massive Proteste auf A-Corp. Mein Name ist Don Normandy und das sind die aktuellen SDN News. Die wichtigsten Informationen des Tages. Brandaktuell auf SDN, dem Space Television Network. Zu einem spektakulären Diebstahl kam es im Stanton-System, als eine der seltenen Idris-Schiffe gestohlen wurde. Dieser Raubzug dürfte von langer Hand geplant worden sein, denn die gesamte Besatzung war bei einem Junggesellenabschied unterwegs und so konnten die Diebe sich ungestört an das Schiff heranmachen. Auch dürfte dem Captain die Zugangscode entwendet worden sein, da kein Alarm ausgelöst wurde. Uns wurden mehrere Videos zugespielt von Sichtungen des Schiffes. Der Eigner hat inzwischen auch für private Piloten eine Prämie ausgeschrieben für Hinweise, die zur Auffindung des Schiffes führen. Es kann aber angenommen werden, dass bei einem so präzisen Raubzug das Schiff inzwischen schon nicht mehr aufgefunden werden kann. Der Shuttle- und Zughersteller Bombardier Fly Transportation dürfte Probleme mit seinen vor kurzem ausgelieferten Zügen und Shuttles haben. Wie uns verschiedene Personen berichteten, kommt es bei Shuttles immer wieder dazu, dass durch die ruckartigen Starts die Passagiere oder wartenden Personen von den Beinen gerissen werden. Bei den Schwebezügen wiederum kommt es immer öfters dazu, dass diese nicht richtig stehen bleiben oder absolut im falschen Winkel anhalten. Auch haben Personen, die lebensmüde genug waren, in eine dieser Züge einzusteigen, davon berichtet, dass diese sogar die vorhergesehene Strecke verlassen haben. Seitens Bombardier Fly Transportation wurde uns mitgeteilt, dass es ihnen sehr leid tue und ihre Techniker derzeit mit Hochdruck an dem Problem arbeiten und es bald gelöst sein sollte. Wer jetzt Lust auf ein Hochschaubanerlebnis verspürt, sollte Ausschau nach einem dieser Züge halten. In der Umlaufbahn von Valla, dem zweitnächsten Mond von A-Corp, kann seit kurzem ein Phänomen beobachtet werden, das von Wissenschaftlern Sternenstaub genannt wird. Der irreführende Name hat dieses Phänomen seiner Optik zu verdanken. Eine große Wolke, die wie Schnee bzw. Ascheflocken im Weltraum herumschwirrt. Warum dieser Name irreführend ist, hat uns der Wissenschaftler Dr. Mark Senuka erklärt. Es handelt sich hierbei nicht um unbelebtes Material, sondern winzige Mikroben, die sich zu kleinen Schwärmen zusammenschließen und so sichtbare Ansammlungen bilden. Immer wieder versammeln sich diese Schwärme wiederum zu großen Wolken. Ob es sich um einen Zufall oder Fortpflanzungsritual handelt, konnten wir noch nicht eruieren. Kein Wunder, wenn Wissenschaftler Fortpflanzung hören, haben sie Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Wie uns der Sendeleiter von Radio Infinity mitgeteilt hat, gibt es derzeit massive Proteste auf A-Corp. Grund des Anstoßes ist die neue Rennstrecke, die im Zentrum der Stadt gebaut wurde. Die Leitung des Konzerns wiederum versteht nicht, warum die Bewohner sich nicht über diese neue sportliche Attraktion freut. Der Sprecher der Anwohner, Rison Amis, dazu: Was glauben diese Wasserköpfe eigentlich? Einfach eine Rennstrecke direkt durch unser Wohngebiet zu bauen. Bei dem Lärm kann keiner mehr richtig schlafen und wenn diese Schiffe vorbeidonnern, verschüttet man sogar den Kaffee. Diese hirnlosen Manager sollen eine Nacht in meinem Apartment verbringen. Dann werden sie sehen, dass ich kein Auge mehr schließen kann. Wenn ich einen von den Verantwortlichen anwische, dann schließe ich dem die Augen für immer. Wir können die aufgebrachten Anrainer gut verstehen. Inzwischen sind auch die Immobilienpreise direkt an der Strecke ins Bodenlose gefallen. Das waren die SDN News. Bleiben Sie mal gut informiert und abonnieren Sie unseren Sender. Die wichtigsten Informationen des Tages. Brandaktuell auf SDN, dem Space Television Network.